Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um eine Taschenlampe, die Sofern SC33, 5200 Lumen, 327 Meter Leuchtweite. Das sind die Herstellerangaben, die immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen sind. Dennoch ist das hier eine leistungsstarke Lampe, die im Bereich Fluter zu verorten ist. Und ich möchte mich erstmal ganz herzlich bei Sofern bedanken, dass sie mir die SC33 für dieses Video zur freien Verfügung gestellt haben. Wir fangen direkt mit den Abmessungen an. 132 mm Länge, 32 mm Lampenkopfdurchmesser, Gewicht mit Akku 190 Gramm. Somit ist die SC33 eher nichts für den EDC-Bereich, sondern mehr für Touren oder vielleicht auch berufliche Zwecke, zum Beispiel für Sicherheitsdienste oder vielleicht andere Berufe, bei denen man mal Begehungen eines Geländes oder Gebäudes durchführen muss. Dann zur Optik, die Verarbeitung und so weiter. Wir haben hier ein mattschwarz eloxiertes Aluminiumgehäuse, wirklich stabil ausgeführt. Ein angenehmes, nicht zu aggressives Knurling, vielleicht ordentlich Grip. Am Heck ist ein E-Schalter verbaut, hat wirklich eine angenehme Rückmeldung, gefällt mir sehr gut. Der Schalter sitzt hier auch leicht vertieft, das heißt, die SC33 ist somit uneingeschränkt tailstand-fähig. Dann gibt es hier eine Ladestandsanzeige für den Akku, die befindet sich im Bereich des Lampenkopfes. Grün bedeutet 100 bis 76% Akkuladung. Grün blinkend 75 bis 51%, Rot 50 bis 26% und Rot blinkend weist auf eine Akkuladung von unter 25% hin. Hier ein verschraubter Clip, das sind 3 5er Torx-Schrauben. Auf den Clip komme ich dann gegen Ende des Videos nochmal zu sprechen. Gegenüberliegend haben wir hier eine passgenaue Gummiabdeckung für den USB-C-Anschluss. Und wir schauen uns jetzt mal zusammen an, was hier innen aufgeladen wird. Das Gewinde ist auf jeden Fall sehr sauber geschnitten, das fällt schon mal auf. Aber der Gewindeweg ist nicht so lang, wie ich das von anderen Lampen kenne. Das geht hier aber auch noch klar. Auf jeden Fall ist das Gewinde sehr ordentlich gefettet. Wir haben hier einen O-Ring und man sieht hier auch die Materialstärke. Also das sind hier 3 mm Wandstärke für diesen Lampenkörper. Das ist wirklich sehr, sehr ordentlich. Dann der Akku, das ist ein 21.700er Lithium-Ionen-Akku mit 5000 mAh, 3,7 Volt und 18,5 Wattstunden. Sofern eigene Produktion und das ist ordentlich Leistung. Die wird hier übertragen auf eine Cree XAP 70.3 HI LED. Ja, und das ist hier gehärtetes Mineralglas. Innen sieht man den flutertypischen Orange Peel Reflektor und hier haben wir eine silberfarbene gezackte Bezel. Also man kann die Lampe dann auch mal auf den Kopf stellen, hat dann auch noch eine ganz, ganz kleine Lichtquelle. Ist auf jeden Fall schön gemacht. Die Verarbeitungsqualität ist hier für eine Lampe, die sich eher im Budgetbereich bewegt, wirklich sehr, sehr wertig, kann man nicht sagen. Jetzt geht es dann weiter mit ein paar Praxisaufnahmen. Hier nochmal die Gans vom Intro. Ich bin hier im Nürnberger Stadtpark bei leichtem Regen, also eher Nieselregen. Aber Starkregen wäre jetzt auch kein Problem. Die SC33 verfügt über eine IP68 Schutzklasse. Bei Interesse habe ich einen Link zu Schutzklassen in die Videobeschreibung gepackt. Ja, das ist hier der Neptunbrunnen im Stadtpark, ein Friedensbrunnen aus dem Barock. Und ich gebe zu, das ist eine recht wackelige Angelegenheit. Vielleicht brauche ich doch mal einen günstigen Gimbal. Man erkennt hier, dass die Lichtfarbe kalt-weiß ist. Laut Sofern haben wir hier eine Lichtfarbe von 6500 Kelvin. Die SC33 gibt es auch mit neutralweißen 5000 Kelvin. Ja, und da ist er, der Neptun. Wechsel der Location, es geht zum Marienberg Park. Hier kommt gerade der High Mode mit 1800 Lumen zum Einsatz. Man kann sehen, wie breit dieser Lichtkegel ist. Hier nun auf freiem Feld. Die Baumreihe, die man links bei dem leuchtenden Gebäude sieht, ist etwa 200 Meter entfernt. Das ist hier der Turbo Mode. Und die Bäume hier rechts sind etwa 35 bis 40 Meter entfernt. Ja, man sieht, dass der Turbo Mode hier schon so ein bisschen nachlässt. Deswegen schalte ich jetzt hier nochmal aus und auch gleich wieder ein. Also das ist schon eine sehr, sehr ordentliche Ausleuchtung. Im Turbo-Mode wird der Lampenkopf dann mit der Zeit gut warm. Die SC33 regelt etwa nach 30 Sekunden runter.
pendelt sich dann ein bisschen über dem High Mode mit 1800 Lumen ein und so hat man etwa 1,5 Stunden gut helles Licht, wenn man das möchte. Jetzt noch kurz zu den verschiedenen Modi. Man ist fast geneigt zu sagen, kennt man eine Benutzeroberfläche an der Taschenlampe, kennt man sie alle. Das stimmt so natürlich nicht, aber oftmals ist die Menüführung dann schon sehr ähnlich. Die Sofern SC33 verfügt über 6 Hauptmodi. Wenn man hier hinten auf dem E-Schalter lange drauf bleibt, kommt man in den Moon Mode. Das wären 10 Lumen, 15 Meter Leuchtweite. Man bleibt hier nochmal länger drauf, kommt der Echo Mode, 50 Lumen, 31 Meter Leuchtweite, nochmal drauf bleiben. Das wäre dann der Low Mode, 300 Lumen, 75 Meter Leuchtweite und nochmal, dann Medium, 750 Lumen, 120 Meter Leuchtweite. Jetzt kommt der High Mode, 1800 Lumen, 189 Meter Leuchtweite, also es ist schon wirklich ordentlich, mehr braucht man im Normalfall nicht. Doppelklick wäre dann Turbo, 5200 Lumen, 327 Meter Leuchtweite, hält etwa 30 Sekunden, dann Regler runter, aber das ist dann immer noch sehr, sehr ordentlich. Ja, der Lampenkopf wird natürlich sehr warm, aber man hat hier eine Temperaturregulierung, also irgendwann schaltet das einfach runter. Dreifachklick, Strobe und nochmal dreimal, SOS, nochmal dreimal, das wäre Beacon. Und wenn man jetzt viermal klickt, leuchtet es zweimal kurz auf, jetzt ist man in einem Ramping-Mode, das heißt stufenloses Ramping. Gefällt mir persönlich sehr gut, hier nach unten. Und wenn man nach oben geht, leuchtet die Lampe am Ende ganz kurz auf. Das heißt, jetzt geht es dann wieder nach unten, wenn man dann wieder drückt. Ja, diese stufenlose Ramping-Funktion gefällt mir persönlich sehr gut. Dann gibt es hier natürlich noch eine Möglichkeit, die Lampe zu sparen. Das würde entweder gehen, indem man hier so ein bisschen dreht vorne, dann geht hier nichts mehr. Oder aber mit einem Vierfachklick. Oh, waren das jetzt 3 oder 4? Ja, ich glaube, es ist gesperrt. Das heißt, die leuchtet hier zweimal auf und es passiert überhaupt nichts. Wenn man jetzt einen Doppelklick macht, dann kann man kurzzeitig entsperren und man kommt sozusagen in den Memory Mode zurück. Ja, schalte ich wieder aus und wenn ich jetzt viermal klicke, dann ist die Lampe wieder entsperrt. Oder auch nicht. Jetzt. Also ich finde, hier wird wirklich einiges geboten. Schönes Menü. Ja, ich würde sagen, Zeit für ein Fazit. Fazit zur Sofern SC33. Eigentlich habe ich nur 2 subjektive Kritikpunkte. Ja, das eine wäre hier dieser angeschraubte Clip. Hier hätte ich mir eine Lösung zum An- oder Abklippen gewünscht. Das ist natürlich absolut subjektiv, aber ja, mir gefällt das hier irgendwie nicht ganz so gut. Wie gesagt, absolut subjektiv. Dann ist das natürlich eine sehr große und schwere Lampe, aber das weiß man ja vor dem Kauf. Dass die Lampe im Turbo-Modus mit 5200 Lumen nur etwa 30 Sekunden durchleuchtet, ja, das ist eben dieser Temperaturregulation zu verdanken oder geschuldet. Das ist eigentlich bei allen Herstellern so. Insofern ist das für mich auch in Ordnung. Dafür läuft sie hier im High Mode mit 1800 Lumen wirklich sehr lange ohne merkliche Einbußen und das reicht definitiv für die meisten Anwendungen locker aus. Ansonsten haben wir hier wirklich eine sehr gute Verarbeitung, dazu dieser schöne E-Schalter, das stufenlose Ramping, das finde ich auch wirklich sehr schön, gefällt mir persönlich sehr gut. Im Lieferumfang enthalten haben wir hier USB-C-Kabel, 2 Ohrringe, so ein Lanyard, stabile Pappbox mit innen mit so einem Magneten zum Zumachen. Ja, die Bedienungsanleitung gibt es leider nur in Englisch und in Chinesisch, aber man kommt da irgendwie durch, also das ist auf jeden Fall machbar. Jetzt zum Preis, der liegt hier etwa bei 50 bis 60 Euro, manchmal auch unter 50, also je nach Anbieter und Angebot, finde ich fürs Gebotene wirklich absolut fair. Was natürlich schön gewesen wäre, wäre vielleicht noch eine Gürteltasche. Moment. Ich habe hier zufällig eine passende Tasche. Ich weiß jetzt gar nicht, was es für ein Hersteller ist, aber die gibt es so ähnlich auch, zum Beispiel von Tasmanian Tiger. Und da passt die Lampe perfekt rein. Da ist sie dann gut aufgehoben. Bei so einem Gewicht und bei so einer Größe weiß ich gar nicht. Also den Clip dann höchstens für einen Rucksack oder so, aber ansonsten würde ich den Clip wahrscheinlich gar nicht verwenden.
Ja, auf jeden Fall wirklich insgesamt eine tolle Lampe. Abschließend möchte ich mich noch bei Sofern für die Geduld bedanken. Ich habe mir hier für dieses Video wirklich sehr viel Zeit gelassen, aus diversen Gründen. Und Sofern war diesbezüglich wirklich relativ entspannt. Natürlich auch ein großer Dank dafür, dass ich die SC33 in die Kamera halten durfte. Ja, dann würde ich sagen, war es das für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.